Neues Heft, neues Glück. Möglicherweise schaffe ich es endlich mal vorzuproduzieren. Ihr kennt mich, das bedeutet, ich schneide die Dinger sonntags mittags 16 Uhr fertig, damit sie 18 Uhr online gehen können und drehe sie, wie heute, Samstagnacht. Nichtsdestotrotz, ich habe es immer noch vor. Wir sind bei Heft Nummer 26 und wir haben den Phantomlord vor uns. Es gibt auch ein bisschen Info über die Seelensteine. Und ich habe mega Bock auf diese Miniatur. Ich weiß gar nicht warum. Mir ist bekannt, dass es ein bisschen gruselig wird, die zusammenzubauen. Aber wir haben ja neuen Kleber. Von daher, gar keine lange Vorrede, rein ins Heft. Erst der Inhalt, dann das Kleben, dann das Malen, dann das Fazit. Ich hoffe, euch gefällt's. Bis gleich. Heute mal nochmal mit einer neuen Beleuchtungsoption. Ich hoffe, die Reflexion ist jetzt weg. Wir haben es jetzt indirekt, hoffentlich reicht das Licht noch, aber ich bin guter Dinge. Genau, dann schauen wir mal. Combat Patrol 26, da drin ist der Phantomlord. Es graut mir ein bisschen vor der Kleberei, aber ich habe verschiedene Versionen, Variationen, Möglichkeiten und wir werden uns da ein bisschen durchkleben, würde ich sagen. Aber erstmal schauen wir rein. Es geht um den Phantomlord. Ich denke, dazu werde ich euch dann auch oft was erzählen über die Seelensteine und darum, was hinter dem Schleier lauert. So, wenig überraschend. Geht's los mit einer Bauanleitung. Die Ecke ist angerissen. Geht's los mit einer Bauanleitung. Wird geklebt, das war mir klar, leider. Und mehr kleben, 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 kleben. Hier haben wir auch wieder viele optionale Dinge. Und wir können wählen zwischen zwei verschiedenen Versionen von Füßen. Wir können uns entscheiden, ob wir den Wappenrock haben wollen, ob wir die Panzerplatte haben wollen. Das Geschütz, es sind mehrere dabei. Es wird nur eins vorgeschlagen. Ich denke, ich werde ein bisschen variieren. Und so weiter. Und wir können dann bei Bedarf noch ein paar Lappen an den Typ dranhängen. So. Heute gibt es wieder viel Off-Text, vermute ich, denn es geht dann weiter mit Bemalen. Es wird also viel gebastelt und weniger Fazit vielleicht geben. Mal gucken, wie wir das machen. Mephisto Rot, der Rest Abaddon Black, dann ein bisschen Weiß, Screamer Pink, Gladbelcher, Retributor Armor nur einmal. Und das Ganze wird dann, jetzt haben wir sie ja schon, direkt gewascht. Wenn er am Ende so aussieht, habe ich alles richtig gemacht. Die Seelensteine. Seelensteine fangen und halten die Seelen der toten Eldari und sind unverzichtbar für die Art des Lebens und des Sterbens der Asoyani. Da geht es nachher auch noch um die dürstet. Das hat was mit Slaanesh zu tun, das müsst ihr aber selbst lesen. Nein, ich dachte, ihr habt die Scheiße repariert. Ich war so stolz auf euch. Jetzt haben wir wieder das Problem mit dem Stanzen. Ich flippe aus. Ich kotze. Ich hasse es! Okay, genau, da geht es um Zwillingsseelen in Phantomrittern. Da stecken nämlich die Seelen von 2 Eldar drin. Sag ich euch später was. Und um Geisterkrieger. Ja, da suchen wir uns was Schönes raus. So. Hinter dem Schleier. F, der Warp Nummer 3 ist das. Das Immaterium ist eine vollständige Realität für sich. So bizarr das für die Bewohner des Realraums auch sein mag. Doch es gibt Orte, an denen der Warp aufbricht und in das immaterielle Universum hineinfließt, wodurch Reisen in das Immaterium möglich werden. Oder aber auch eine Flucht daraus. Letzteres ist natürlich eher ein Problem. Aber hier geht es nochmal ums Auge des Schreckens und darum, dass die Seiten nicht abgehen. Bock, Bock. So, genau, da gibt es dann nochmal ein bisschen Infos zum Auge des Schreckens, zum Malstrom und zur prosperanischen Kluft. Ich wollte gerade sagen, da geht es um den Planeten Prosperus, den Planeten der Zauberer. Auch ein spannendes Thema. Könnten wir auch mal aus dem Off was zu machen vielleicht. Alright, da seht ihr den Boy nochmal, den wir uns da gepinselt haben, den Phantomlord. Mit einem leicht rot getünchten Schwert und seinem Wappenröckchen. Ist natürlich einfach nur das Datenblatt der Figur, klar. Ich fussel das hier mal ab. Und als Szenario haben wir jetzt die Vorhutaktion. Ich muss immer aufpassen, dass mir da keine blöden Sprüche rausrutschen. Phantomlord gegen jede Menge Tyranniden. Ihr kennt das System ja, ne? Da muss ich ja nicht viel zu sagen. Abwechselnd, Phantomlord, Tyranniden, Zug um Zug. Los geht's mit den Tyranniden tatsächlich. Da ist ein Strategievorschlag für die Tyranniden. Und dann darf der Phantomlord / die Eldar zurückprügeln. Ich kotze! Mensch, Leute. Genau, die Eldar. Und da sind wir dann auch schon am Ende. Dieses Mal mit Siegbedingungen. Es ist ja kein Tutorial, sondern ein echtes Szenario. Dementsprechend haben wir dann hier auch wieder ein paar Siegbedingungen, entweder für die Eldar oder für die Tyranniden. Und die Werbung, dass wir uns doch bitte coole Chaos-Modelle oder Eldar-Modelle kaufen können. Aber es fehlt ja noch die Aussicht. Und da kommt eine Menge, vor allem Arbeit auf mich zu. Denn in den Heften 27, 28 und 29 sind die Windreiter.
Das sind die Boys hier und die sind auf sage und schreibe 3 Hefte verteilt. Da müssen wir dann gucken. Aber jetzt wird erstmal der Phantomlord gebastelt. Viel Spaß. Dann wollen wir mal. Also, wie mittlerweile ja absolut etabliert, werde ich euch, während wir zusammenkleben, erstmal ein bisschen was zu dem eigentlichen Modell erzählen. Und dann, während ich bemale, gibt es ein bisschen Lore-Informationen. Und zwar zu den Phantomlords. Dazu aber gleich mehr. Erstmal hier beim Kleben. Entgraten ist ganz wichtig, da diese Phantomlords einen ziemlichen smoothen Look haben, sage ich mal. Das fällt direkt auf. Ihr habt da sehr große, glatte Flächen, die ihr bei den Space Marines nicht so habt. Das sieht man direkt, wenn ihr nicht anständig entgratet habt. Dann ist es so, dass, ich habe es eben schon erwähnt, ich mit Uhu gearbeitet habe, anfänglich. Der Grund ist einfach der, ich habe ja die ganze Zeit mit diesem Uhu-Alles-Kleber geklebt, obwohl ich die anderen auch schon teilweise früher schon hatte. Und ich wollte dann jetzt nicht in einer Produktion für so ein Heft den Kleber wechseln. Hätte ich es mal gemacht, gerade bei dem Phantomlord hat mich dieser Kleber so dermaßen aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So ist es aber so ausgegangen, dass ich glaube, nachdem ich den Oberkörper an die Beine montiert habe, dann zu dem Tamiya-Zement gewechselt habe. Und das Zeug ist der Hammer. Mich erinnert das sehr an den, ich glaube, Revell-Kleber tatsächlich. Das ist ja auch Verdünner im Prinzip. Also das Ganze funktioniert ein bisschen anders. Ne? Der Uhu, wenn ihr den zwischen 2 Plastikteilen habt, dann härtet der aus. Nicht wie drauf steht in Sekunden, sondern eher in Stunden. Aber darauf läuft es hinaus. Ihr macht da Kleber dazwischen, der wird hart und hält die Teile im Platz. Der Tamiya-Zement löst allerdings das Plastik an. Also der ätzt das an. Und dadurch könnt ihr die Plastikparts direkt miteinander verbinden. Also ihr habt da nicht etwas dazwischen, das härtet, sondern das Zeug verflüssigt das Plastik und dadurch ist es quasi ein Teil. Also deshalb auch Zement. Es sitzt wirklich wie Zement. Genau. Und dementsprechend funktioniert es auch nur bei Plastik, während ihr mit dem Alleskleber auch prima, das kann ich euch bestätigen, eure Hände zusammenkleben könnt. Alles in allem war die Pose, die Struktur furchtbar herzustellen bei dem Kollegen hier. Ich habe auch mehrere Versuche gebraucht, das sieht man hier gerade, bis die Fußstellung und die Hüfte und alles mir gefallen haben. Gleiches Problem habe ich übrigens auch bei meinem Dreadnought, den ich für eine Sonderfolge produziere. Da habe ich die Fußstellung sogar so verkackt, dass ich das eigentlich fertig zusammengeklebte Modell höchstwahrscheinlich auseinanderbrechen werde. Gott sei Dank habe ich da den Uhu benutzt und nicht den Tamiya-Zement. Und neu positionieren will, bevor ich ihn dann nochmal verklebe. Übrigens, sorry, dass die Lichtverhältnisse hier teilweise wild sind. Das kommt daher, dass ich, ihr werdet es euch schon denken können, durch die Härtungszeit vom Kleber quasi 3 Tage lang geklebt habe. Und somit das kleine Problem hatte, dass ich immer wieder vergessen habe, das Licht anzumachen oder es war mal Tag, dann war es mal Nacht. Alles ganz wild, aber dank Tamiya, den ich jetzt ab hier benutze, man sieht es an dem kleinen Pinsel, war das Ganze dann eine Sache von einer halben Stunde. Ich hätte mir also 3 Tage Aufnahmen und jede Menge Stress sparen können, wenn ich einfach gleich auf mein tolles Publikum gehört und den Uhu weggeschmissen hätte. Nun, sei es wie es ist, jetzt wird nur noch der Tamiya benutzt. Dafür muss ich aber wirklich aufpassen, dass die Posen so stimmen, wie ich mir das vorstelle, damit ich da nicht irgendwo ein Problem kriege. Kommen wir also zum Lore-Bereich. Wir haben ja hier einen Phantomlord liegen und deshalb dachte ich mir, ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Ist es überhaupt ein Vieh? Ist es eine Maschine oder nicht? Die Antwort darauf ist natürlich, wie auch sonst, ein ganz klares nun ja. Also, diese Kreaturen, diese Phantomlords oder Wrath Constructs, wie sie glaube ich im Englischen heißen, sind Maschinen. So weit, so gut. Aber dennoch werden sie mehr oder weniger direkt von Eldar gesteuert. Und zwar von den Seelen von toten Eldar. Denn bei den Eldari ist es so, wenn jemand stirbt, geht seine Seele, in das Weltenschiff über, zu dem er gehört.
Dort bleibt die dann und kann mit ihren Homies in der Seelensuppe chillen. Zumindest in der Theorie, denn wenn man einen Soldaten braucht, setzt sich ein Elder mit einer ziemlich spirituellen Angel an diesen Seelenpott und zieht da dann mal einen raus. Den bindet man dann an einen Seelenstein und steckt ihn in so einen Phantomlord, damit er ihn steuern kann. Also es ist im Prinzip ein Geist. Es ist ein Geist, der eine Maschine steuert. Die haben auch noch Erinnerungen an ihre Persönlichkeiten, an ihre Pflichten, an ihren Kampf, aber sie sind halt eigentlich tot. Und das ist bei den Eldari auch schon als Sünde angesehen. Ein weiteres Problem ist, je größer diese Phantomlords sind, je stärker die Maschinen sind, desto stärker und legendärer muss der Krieger sein, den man da reinstopft. Dementsprechend werden dann die Seelen von irgendwelchen Helden aus der Seelensuppe gezogen. Die Elder selbst, wie gesagt, sind keine Fans davon. Die sehen das Ganze schon tatsächlich so ein bisschen als Leichenschändung, sage ich mal, als Nekromantie irgendwo. Aber es muss halt gemacht werden, denn ihr wisst, die Elder sind eine aussterbende Spezies. Das ist jetzt mein Punkt, wo ich mein Lieblingsthema anbringen kann. Sie haben einen Chaosgott in die Existenz gepoppt und deshalb sind sie geliefert. Und somit sind sie eben darauf angewiesen, dass sie diese starken Kampfeinheiten, diese Phantomlords haben. Dann beißt man halt auch mal in den sauren Apfel und stopft die Seele seines Urahnen da rein, um den zu steuern. Genau. Je nach Weltenschiff gehen die auch so ein bisschen verschieden damit um. Es gibt auch welche, auf denen das Ganze ein bisschen geläufiger ist als bei anderen, aber alles in allem ist es eben nicht so gut angesehen. Ihr habt es ja mitgekriegt, die Elder, deshalb haben die auch diese Seelensteine, da wandert die Seele auch mal rein, bevor sie dann in so ein Weltenschiff eingespeist wird. Und wenn man diese Seele dann eben einfangen kann, steckt man die gerne mal in einen Phantomlord, damit der weiterkämpft. Es gibt tatsächlich auch Phantomlords, die so groß und so stark sind, dass darin gleich 2 Seelen benötigt werden. Das habt ihr eben im Heft gesehen, die sind da auch kurz erwähnt. Wenn mich nicht alles täuscht, bitte nehmt es mir nicht übel, falls ich das gerade mit hier diesem Kaiju-Film vertausche. Aber ich glaube, das sind dann auch gerne mal Zwillinge, die eben dann gemeinsam als Geister diese Phantomlords steuern. Also als Seelen. Ich sage immer Geister, aber es sind ja eigentlich Seelen. Und es ist eben so, dadurch, dass die tot sind, sind sie auch nicht so ganz, also richtig hart am Start. Da ist ja kein Leben da drin. Nochmal, bei den Space Marines, die sind zwar fast tot, aber sie leben ja noch, die Steuerungswillis. Hier ist es was anderes, das sind Geister. Und wenn die dann gerade nicht im Betrieb sind, stehen die halt meistens irgendwo an irgendwelchen verlassenen Orten im Weltenschiff rum. Reden tun sie sowieso nicht, die meisten laufen irgendwie verwirrt hin und her. Kann aber auch vorkommen, dass sie so neben der Kappe sind, dass sie tatsächlich versuchen zu essen oder zu trinken, was natürlich nicht funktioniert. Es sind Geister in einem Körper. Aber A for Effort. E for Effort, ich weiß. Das ist der Witz. Ja, und es ist eben so, sie nehmen auch alles um sich herum nicht mehr so richtig wahr. Dafür können sie aber mit der Rev-Side auch in den Warp hineinblicken. Also die sehen auch so ein bisschen die Hölle, sag ich mal. Sie können Störungen im Warp ausfindig machen und sind so dadurch auch die Allzweckwaffe der Elder. Sie sind groß, sie sind stark, sie sind trotzdem noch verflucht schnell. Und je nachdem, welcher Held da drin steckt, haben die echt ganz schön was auf dem Ei. Sind also eine riesige Gefahr, auch für Space Marines. Wie eben schon gesagt, sie sprechen nicht, sie teleportieren, genau. Sie kommunizieren telepathisch. Und je älter sie sind, die Helden, die da drin stecken, die angesprochen. Elder können ja ohnehin mal ein paar 100 Jahre alt werden. Wenn da so ein 1000 Jahre alter Elder drin steckt, dürfen die auch an wichtigen gesellschaftlichen Sachen teilnehmen. Also sie werden schon so ein bisschen als Gesellschaftsmitglieder angesehen. Es ist halt nur ein bisschen schwierig. Genau. Und es geht darum, es gibt dann noch die sogenannten Spirit-Seher, die Geistseher, die eben wählen, wer da jetzt reingesteckt wird. Und die sehen können, was noch von der ursprünglichen Persönlichkeit übrig ist und wer wie gut geeignet ist, um eben dieses Konstrukt, diesen Phantomlord zu beseelen, zu steuern. Und ich habe es ja auch schon mal nebenbei erwähnt, es gibt sie auch in sehr unterschiedlichen Größen. Es gibt kleine Phantomlords, größere, also die haben dann unterschiedliche Namen, aber diese Konstrukte gibt es eben in allen Größenordnungen. Das dazu. Also ich habe jetzt ein bisschen Abriss gemacht, was so ein Phantomlord ist
und was eben hinter diesen Seelensteinen steckt und hinter dem eigentlich Jenseitsglauben der Eldar. Wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Lore-YouTuber sind unten verlinkt und meine Quelle auch, das kann ich euch aber auch hier sagen, das ist das englischsprachige Lexikanum. Ich übersetze die Sachen, deshalb habe ich auch öfter mal ein paar englische Begriffe drin und reime mir da schnell was fürs Off zusammen. Weist mich gerne darauf hin, wenn was falsch ist, es tut mir leid. Jetzt aber zum Fazit. So, wir versuchen jetzt mal, ob das so funktioniert. Sorry wegen der Geräuschkulisse, ich hoffe, ich kriege das rausgefiltert, aber hier wird gedruckt. Der Phantomlord. Ja, das Kleben war eine Gräuel. Vielen Dank euch allen für die Vorschläge, was die Klebersorten angeht. Ich habe jetzt hier 4, 5 verschiedene Kleber liegen. Mein Favorit bislang ist tatsächlich der Tamiya Zement. Das hat am besten funktioniert, muss ich sagen. Ihr werdet es im Video sehen. Anfänglich habe ich immer noch den Uhu benutzt. Ich wollte nicht was Neues während dem Kleben testen. Das hat dann aber so lange gedauert, dass ich tatsächlich umgestiegen bin. Was könnte noch wichtig sein? Genau, für euch dürfte von Belang sein, dass ich hier wieder mal ein anderes Equipment gewählt habe, als vorgeschlagen wird. Ich habe mich dazu entschieden, dem Kerl noch eine Schulterkanone zu geben. Ich habe keine Ahnung, ob das legal ist, was die Regeln angeht. Aber ich hatte Bock drauf. Mir gefällt das Ergebnis saumäßig gut, muss ich zugeben. Nicht wundern, ich weiß, ich habe vergessen aufzuzeichnen, dass ich das Schwert noch mit Carroburg schattiert habe. Ich habe es aber gemacht, ihr seht das hier auf dem Bild. Ich habe das im Nachgang gemacht und habe vergessen, die Kamera anzumachen. Nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht, die Kleberei war ein Gräuel und ich habe viel zu lange gebraucht, das Video fertigzustellen. Aber es geht online und zwar Sonntag, ich weiß nur nicht um wie viel Uhr. Es tut mir leid. In Zukunft hoffentlich wieder ein bisschen schneller. Die nächsten 3 Hefte hängen zusammen. Es gibt die Witreiter. Ich bin gespannt, euch hat es hoffentlich gefallen und von daher liken, teilen, abonnieren, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich wünsche euch was.